Einen schönen guten Tag. Koma ist wieder da. Yay, Koma ist wieder da. Koma ist wieder da. Und er hat euch einen Luchs mitgebracht aus den tiefsten Wäldern. Luxemburg. Hallo Lux. Hallo Koma. Hi. Und wir machen weiter mit Divinity. Habe ich gehört. Ich freue mich drüber. Und drauf und drum und dran. Und darunter vor allem. Genau, wir haben ja letztes Mal, ist ja jetzt auch eine andere Aufnahmesitzung, haben wir ein ganzes Gebäude ausgeräumt hier. Und dabei viele wilde Dinge gefunden. Hier, das war das Haus mit und von. Keine Sicht. Egal. Und haben wir viele verrückte Dinge gefunden hier. Und mein Inventar ist jetzt mit 133 Pfund zu 170 Pfund ausgelastet schon. Total verrückt. Und warum habe ich ein Zombie-Gemälde im Inventar? Cool. Und viele Ringe. Und ein Gemälde eines Schweins. Geheimnis der Schriftrolle. Habe ich das schon gelesen? Weiß ich nicht. Ich freue mich irgendwie über die Buchanimation. Das ist voll super. Aber stimmt, die Bücher habe ich schon gelesen. Weiß ich ja Bescheid. Dann ist ja gut, dann können wir ja weitermachen. Muss aber trotzdem noch mal gucken. Okay. Ups. Abgeschlossen ausblenden. Ah gut, dann weiß ich Bescheid. Kopfloser Nico, das ist neu. Ein Buch mit einigen altbewährten Witzen. Vielleicht können wir das nutzen, okay? Was wollen wir tun? Was machen wir jetzt? Wen wollen wir als nächstes stapeln? Ach, Moment. Also was wir an Quests da haben, ist eben mit diesem kopflosen Nico. Dieser Kopf, der Dinge erzählt. Was ja an sich schon verrückt genug ist. Aber dieser Kopf. Einfach nur Kopf. Oder dass wir die Frau des Ratsmitglieds ein bisschen näher konfrontieren. Mit dem Beweismaterial, das wir ja gefunden haben, diese mögliche Mordwaffe oder so. Dann gibt es dann noch einen möchtegern Abenteurer. Okay, Charlene, mysteriöser Mord, das war die ganze Geschichte jetzt, die wir hier. Komische sprechende Statuen, mögliches Schaf, ja. Okay, was tun wir als nächstes? Sag an. Ansage mir frisch. Zum Markt gehen und unseren Scheiß verkaufen? Ey, das ist eine gute Idee. Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Verrückt. Einfach so zum Markt gehen. Lass mal kurz gucken, wo sind wir? Hier. So, Markt. Das ist der Tatort, da will ich jetzt nicht hin. Gut, mir nach, ich folge dir. Hey. Mist. Klappt nicht so ganz. Muss ich doch mal gucken. Ach, okay, jetzt macht er. Yay. Nein, oder? Doch. Yay. Er tut Dinge. Uhu. Oh, hier bei der Verzauberung kann man bestimmt was verkaufen. Upper chakras are in desperate need of a good Aber ein Rucksack, scrubbing. einen verzauberten Ranzen. Fortunately for you, my homebrewed tinctures will do the job. Or if you're in the mood for something a bit more electrifying, one of my air scrolls might give your system just the shock it needs. Die ganzen komischen Gemälde verscherbeln hier. Warum habe ich da 2 Waschzuber drin gehabt, die jeweils 20 Pfund wiegen? Scheiße.
Dolchattrappe und Pfeilattrappe behalte ich lieber. Okay. Die ganzen Bücher kann ich wohl auch verscherbeln. Hier dürfte ich ja beim letzten Mal schon gelesen haben. Ja. Den brauche ich nicht. Brauchst du noch einen alten Holz? Nee, ein Schild brauchst du nicht, oder? Was für ein Schild hast du? Ich habe einen alten Holzschild. Davon habe ich sogar 2. Cool. Verkauft. Und den alten Kyras verkauft. Ein goldenes Küchenmesser wird auch verkauft. Die ich veröffnen kann auch weg. Der Besen kann weg, die Heugabel auch. Lauter behalte ich noch. Bei den Schafferwerkzeug behalte ich auch noch. Okay, da habe ich zumindest wieder ein bisschen mehr Ordnung im Inventar. Total. Und dann muss ich mal gucken, was ich dafür haben will, weil ich sehe gerade, oh, die hat nur 500 noch was an Gold. Nicht. Gewandtheit, Schwächungstrang. Hm? -2 Gewandtheit. Warte. Nee. Ein Kochtopf zum Kochen. Wow. Hast du... Nee, Erdzauber hast du nicht gehabt, ne? Nee, Erzauber habe ich nicht. Ja, okay, schade. Weil die Type hat Ringbausatz. Ein schlechter Ring ohne jegliche Verzierung. Aber mit etwas Hingabe könnte auch sein. Hm. Ich hab eh genug zu Hause, weil ich hol mir da mal was von. Blub, blub. So. Antike Robe der Lebenskraft hat die Zauberfrau hier. Und eine Identifizierungslupe, die kann ich gut gebrauchen. Oh, und einen Spielerhammer, den nehme ich auch mal 2 davon mit. Weil die Frau mich ja eh nicht bezahlen kann. Jetzt habe ich ja... Was? Du, Moment, Wasser warst du, ne? Hydrosoph-Dings hier, oder? Ja. Okay, welche Stufe hast du da dran? 1. Oh. Okay. Fähigkeit der eisigen Berührung. Kann ich dir besorgen. Ich glaube, eisige Berührung habe ich. Fähigkeit des Frostavatars kann ich dir besorgen. Und das kann was? Frostavatar macht ein Ziel immun gegen den Statuseffekt eingefroren. Nahkampfangriffe können, also gegen das Ziel, können den Angreifer einfrieren. Cool. Ist also sowas, ist glaube ich sowas vergleichsweise wie die Fäustrüstung aus Diablo. Okay. Ja, ich nehme das einfach mal mit. Kann nicht schaden, oder? Ja. Hattest du auch Luftzauber gehabt? Nee, ne? Nee, aber Feuer. Feuer, nee, okay. Warte mal. Nee, für Feuer hat sie nichts da. Wenn wir den Schlüssel fällig... Okay, ein paar Dietriche nehme ich auch noch mit. So. Erstmal richtig schön was ausgedonnert hier. So. Ich habe Identifizierungslupe bekommen. Das kann ich ja gleich mal anwenden. Und Schmiedehammer. Juhu. Geil. Ich darf vielleicht den Text lesen sollen. Mist. Voll schlau waren, wenn ich mich anstelle. Ein altes Faustmesser und eine verschlissene Schärpe.
Aber die kann ich nicht identifizieren. Schade. Obwohl, warte mal, wenn ich das mit der Lupe benutze. Nein, nichts herstellen. Mist. Lonesome? Spiritless? Perhaps wrestling an earth elemental will inject some vim into your Lupe, Lupe. routine. Lupe, 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 der Terra. Da sind. Nee, das ist ein Eimer Wasser. Hm. War auch annähernd kreisrund. Da sind die. Benutze mit. Verschlissene Schärpe. Fähigkeit reicht nicht aus. Na toll. Bitte. Benutze mit Ringen. Reicht auch nicht aus. Na toll. So, jetzt habe ich was zum Identifizieren, aber ich darf nicht. Na klasse. Gut, dann muss ich wohl noch eine Stufe abwarten damit. Also ich habe noch 2 Gegenstände, die man identifizieren kann. Ja, ich habe auch noch welche da. Ich kann es aber nicht, weil ich bin zu doof. Offensichtlich. Also hier steht Stufe 1 bei mir 2. Okay. Ja, Moment, wo hast du das gesehen? Mit der, achso, naja, Lehrmeister Stufe 1. Ja, habe ich, glaube ich, aber noch nicht. Und das war die Problematik an der ganzen Geschichte. Achso, okay, ja. Oh, gerade mal. Handwerk. Ne, stimmt, Lehrmeister hatte ich gerade auch Stufe 0. Okay, gut, dann habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Platz. Nämlich, genauer gesagt, 100 Pfund mehr Platz. Yay. Und dann bin ich gut zu gehen. Du handelst noch, ne? Ja. Okay. Teller, Schale, Kissen. Wozu brauchst du Kissen? Keine Ahnung. Wow, cool. Wow. Warum habe ich hier so viele Schlüssel im Inventar? Nee. Oh. Dann noch ein paar andere Dinge, die interessant sind. Bleifisch Lederarmschienen. Oh, die sind da wesentlich besser. Quiet day on the market, it seems. Oh. Hihi, hihi. Die auch verkaufen kann, na gut. Join the Spud Club if you got an eye for farm potatoes. Trete dem Knollenclub bei, wenn ihr ein Auge für Finger habt. Ich habe eine stinkende Unterhose. Oh, Mist. Quiet day on the market, it seems. Könnte mit einer Gitarre zuschlagen. Cool. Haltbarkeit 1 von 1. Schade, dass man nichts anderes mit der Gitarre anstellen kann. Lonesome? Spiritless? Perhaps wrestling an earth elemental will inject some vim into your routine. Red and orange. Ja, die druckelt. Hm? Achso. Captain Jack. What are ye Wer ist denn Captain staring Jack? at? Some poor chaps lost their ship and want some work. Okay. Just send them to me and tell them there's a bit of coin and a lot of rum coming their cool. way if they don't Wir mind sollen a bit of vorbeigehen. honest labor. Captain Jack's the name, though the title may be a little generous at the moment. My crew ran off, and those scallywags there be silver in the Lacula mines, and they abandoned ship like the lily-liver turkeys they are. Haven't seen them since the day we docked. Dann habe ich gerade sein Problem gelöst. Nope. Mit der Mannschaft, okay? Witzig. Niemand hat so viele Freunde wie ein Mann mit vielen Käsesorten. Hängt vom Käse ab, oder?
Okay. Ja. Nein, in die Dunkelheit. Was war das nochmal? Warum? Westlichen Strand. Achso, wo wir jetzt Okay. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Den könnten wir uns eigentlich auch noch annehmen. Westlicher Strand in der Nähe des Eingangs zu einer unheilvollen Höhle weiterer Orks. Wo auch immer das sein soll. Aber mal gucken. Ja, wir sind ja unterwegs und wir können ja Dinge tun. Und da wollen wir uns nochmal den Tatort ansehen. Wir gucken uns noch einen Tatort an. Okay. Weil ich glaube, ich weiß auch nicht, ob die uns jetzt schon auf den westlichen Strand rauslassen würden. Ah, wir sind ja schon da. Wir sind ja schon vor dem Tatort. You there! A moment of your indulgence, if you please. You are the source hunter, are you not? The hero the whole of Cyseal is abuzz about. The talk of the town. The juiciest grape on the grapevine. Such a pleasure to meet you. A delight. Okay. Ich fasse zusammen. Er sagt Hallo. Wow. 3 Zeilen in einem Wort. No, scratch that. It is so much more than a delight. It is an intervention of fate. Yes, that's it. Fate has put me on this very spot, so I may tell you all about a most intriguing opportunity indeed. Mendes, achso. Bla bla, Schicksal, bla, Keks. Mendius, at your service. What is my profession? Well, I'll tell you what it used to be, and that is a man of medicine. But what does a man of medicine do but mend what has first been broken? I saved lives, to be sure, but today I change them. They call the undead a problem, my friend, but those who know the ways of the Fabulous Five see no problems. They see opportunities. An enterprising spirit can wrench riches from cold dead rocks, or from cold dead full stop. Cold Dead Undead. So you're just hanging around the inn, are you? Fabulous Five. Das klingt ulkig. Oh, it's not merely an opportunity. It is a once-in-a-lifetime chance to become better. To become the full extent of the promise that is locked inside of each and every one of us. So first of all, let me ask you this question. Do you like adventure? Ich finde seine Betonung ein bisschen schwierig. So sehr, also sehr euphorisch, sehr überemotional. Vielleicht heißt es auch nur, dass ich ihn nicht mag. I'm here to do my duty, which is hardly the same as adventuring. Soweit meine Meinung dazu. Was sagst du dazu, Lux? Agreed. Adventuring implies frivolity. Duty does not. You may tell yourself you dislike adventure, but the mud on your boots and the blood on your blades say otherwise. One wouldn't become a source hunter if one didn't relish the exhilaration of battle, the lust for hidden knowledge and secrets. Insofern war die Entscheidung ja auch recht logisch. In Anbetracht, dass wir hergeschickt wurden, um herauszufinden, wer da jemanden ermordet hat. Ja. Und die Höhle am Anfang hat ja insofern noch möglicherweise dazugehört, aber einfach nur so ein Typ, der einen auf der Straße anquatscht, hey, hast du Bock auf ein Abenteuer? Hat nichts damit zu tun. Meine ich. Vielleicht irre ich, aber nicht so richtig.
Too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? The wage of a mere soldier. Now, between you and me, tell me truthfully, don't you sometimes wish you could earn more? Oh, you think you can speak that way to a... Riches do not interest me much, actually. Ja, das sagt mein Typi. Und irgendwie. Ich kann nicht widerstehen. Really? I wouldn't mind earning an extra penny here and there. Ist ja nicht schlimm. Wenn dein Charakter das denkt. Well, don't quarrel about it on my account. Still, if a matter is divisive, it is divisive mainly because it is alluring. And riches are so very alluring. Even so, my friend, matters of a pecuniary nature aside, what is life without variety, without spice? To be a source hunter must get frightfully dreary sometimes. Am I right? All those orders. Investigate this, retrieve that, and at the end of the day, what do you have to show for it? Wouldn't you prefer to call your own shots? Be your own boss? Am I right? Not in the mood for cheese. That excuse is more holes than a slice of this fine almond bread. There's no shame in following directives if your masters are worthy of your trust. Come on, you chickens. You'll always stay menial with that attitude. Just what those trusted masters want. You disagree with one another, but that proves you are firm-willed, that you have the minds of independence, not dependence. Admit, life's too short to spend it doing someone else's bidding. Am I right? Of course I am. And I could help you attain the dream, enact the change you deserve. Am I right? And that is exactly why I am here. Why fate has put me right by the door to the King Crab, so that I could meet you and tell you about the marvel that is the Fabulous Five. The invitation to join is yours. Grab it. Gut, dass ich vorhin gerade eine Pizza gegessen habe, sonst hätte ich jetzt bei dem Knister ein bisschen Hunger gehabt, glaube ich. Welches Knister? Es klang nach irgendwas Knistrigem. In die Chips oder sowas. Nein. Okay. Dann, nee, ist okay. Klang nur danach und wie gesagt, ist gut, dass ich gerade erst gegessen habe. Sonst hätte ich jetzt Bock gehabt. Also Chips würden eher so klingen. Nein! Nein! Tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht! Ah, ich mach mal weiter. Ach so. Huh? Tom? Doesn't ring a bell. Ha! Oh, hold on. Yes, of course, Tom. One of our most recent additions to the Fellowship. Brave kid, smart as a tack. He'll prove to be a wonderful addition to the family yet. Ah, the Fabulous Five. Fab Five. How I enjoy simply saying the words that describe the most illustrious and celebrated adventurers' guild in Riverlon. Our mission, to better the world. Our mantra, to better ourselves as we do so. To realize our dreams and cleanse our souls. Blah, blah, blah. Am I right? You'd like nothing more than to enlist, wouldn't you? Of course you would. And you can. Of course, if you still have questions, I shall answer them to the best of my abilities. But if not, how about we get started? What a gem of a question. Straight as an arrow, sharp as a switchblade. Most meritorious of you. Now then, to join the Fabulous Five is to join a fellowship, to join a fraternity, a sorority, a community. The title of Knight is bestowed upon you the moment you sign our waiver, and so it all begins.
I shall be the one to give you your first contracts, and once the job is done, I shall see to it you get your fair share of the reward. Of course, should you spread the word, should you propagate the gospel of the Fabulous Five and thereby draw new knights into our fellowship, you will get a share of the reward from their contracts too. Isn't that wonderful? Ich fühle eine Erschütterung des Schneeballsystems. Kannst du es spüren? Ich erschüttere, genau. Ich erschüttere eine Spürung des Schneeballsystems. By now, the genial glow of the fellowship must have warmed your heart. It has, hasn't it? But did I say fellowship? I mean family. For like a family, we support one another, cheer one another, see each other through thick and thin, partake in glory and defeat. Work hard, fulfill contracts, enlist new knights, and swiftly shall you rise through the ranks. You will better yourself. You will better Rivellon. You will make the stars shine all the brighter, and you'll get fabulously wealthy in the process. What's not to like? Oh. Ich mag ihn nicht. Ich mag die Fab Five auch nicht. Ich mag mal kurz was scrollen hier. Nee. Das ist doof. So, besser. Nee, auch nicht. Mist. Hätte ich mir durchaus vorher überlegen können, aber jetzt ist es egal. Habe ich mir erst jetzt überlegt. So, bye bye. Löb. So. Okay. Kann ich nicht ein bisschen bequemer sitzen hier? So für den Fab Five. Ich glaube, ich mag den nicht. Außerdem bin ich schon ein Rittersordensmensch. Okay, hier ist alles gemein, wenn man was nimmt. So you're just hanging around the inn, are you? Waiting for what, exactly? Oh, thank you to leave me be, you old bat. Back, demon! Back, or I'll... Well, what's this? Oh, Medora, you lummox. 1,000 pardons, comrade. This old bear's edgier than a dodecahedron these days. Aha. Zurück, Dämon, zurück! I'll tell you, it sure does me good to set eyes on another of our order. From Academy West, aren't you? Give Captain Wartruce my regards next time you see him. Heavens hornets! That's quite a story, comrade. And come to think of it, one that might concern you. Noch ein Quellenjäger, aha. Ich glaube, dem muss ich mal nachgehen. See, I'm here on, well, let's call it a loan from a town to the north of here. Hunter's Edge by name. There's been an attack there, comrade. Orcs. Not your run-of-the-mill savages either, but ones who've taken dark magic to new heights. Aha. What they want in Hunter's Edge, I can't say, but it's my responsibility to send them packing. Preferably with their horns in their suitcases and a knee-knocking fear of ever crossing paths with a sauce hunter again. I came south seeking the Legion's help, only to find it tied here in Cyseal. They don't have a spare soldier to send northward, and even in my finest form, I can't clear the place of that many orcs without backup. You wouldn't. I trained up in Academy North, after all. We don't cross paths with you Westies all that often, but it's always a pleasure when we do. Ah ja. Always a pleasure. Medora's the name. Retired, or so the Order keeps trying to tell me, but never out of commission. My hand to your cause and my sword at your side. Cool. By the skin of my teeth, comrade. The savages were rounding up villagers when one of them activated a tripwire on our village wizard's property. Fortunately for me, that particular wizard has a penchant for things that go boom in the night. Come now, Alistair. Kapoor. I managed to wrench free of my captor's grip and flee toward the forest. He pursued me for miles, but I'd lost him before I made it into the Cyseal hinterlands. Well, comrade, I hadn't thought of it till you tapped my shoulder just now. But perhaps that's where you come in.
I need a contingent I can trust if I'm to take back the town. And the way I see it, you could use reinforcements here in town. I've been scouting Cyseal for some time now, and I believe I've sussed out sufficient intel to help solve the murder of the Counselor. With our minds and swords in tandem, we'll make short work of the perpetrator. More than I'd hoped, comrade. I don't know what in tarnation's gotten into the townsfolk here, but there's enough dark magic running roughshod to topple us. There's Mayor Cecil's doings for one, and the mysteries of our master Thaleron for another. Was für ein Mysterium um Meister Tyliron. Haben wir mit dem eigentlich schon gesprochen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das ist der Katzenmann. Hm? Oder wie hieß der? Nee, der Katzenmensch war Aru, der uns okay. am Eingang, am Stadttor empfangen hat. Ja, stimmt, der war richtig goldig. Genau. Und Tyliron war, glaube ich, in der Klinik, in der Behelfsklinik, ja. And on top of it all, the feline menace is lurking at every hearth and shadow. Katzenplage an jeder Ecke. You mean you don't already know, comrade? Their kind can see in the dark. It ain't natural. Ja. Now don't get me wrong. I think the mayor's a decent sort, even if he can't hear farther than the tip of his own nose. But from what I've heard whispered around the docks, the old guy's gotten himself mixed up in something not quite on this side of the law. I suspect an illegal sauce artifact or substance is at the root of it, but exactly what or who's given it to him, I can't say. And since I haven't technically been assigned to Cyseal, I don't have the authority to interrogate him. Fella seems like a humble doctor, but I bet my sword he's dealing in something darker than splints and tonics. A loose-lipped fishmonger let slip that she'd seen our good doctor scale the city wall on 2 separate occasions, well past midnight each time. What business could he have among the undead? Nekromantik? Weiß nicht. Vielleicht ist er ja einer von denen. Hardly the habit of an innocent healer, I'd say. Okay, Vorschlag 1 oder Nummer 2? Vorschlag 1 ist, bla bla, die hilft uns hier in Cyseal und wir helfen dann danach das Heimatdorf zurückzuerobern. Oder ich bin dann mal weg. Wenn man das wisse, ob man nochmal an dieses Angebot zurückgreifen könnte. Bitte? Achso, ob man darauf zurückgreifen kann. Ja. Theoretisch denke ich schon, oder? Theoretisch und praktisch. Dingsbums. Ich kann es auch annehmen. Wir müssen ja nicht gleich in das Dorf da hochtigern, hoffe ich. Ich nehme einfach Ja, nehm was. Well, you know the old expression. 2's a tea party, 3's an invasion. I know this place like the back of my hand by now. And the orcs up north will be short work for a trained-up trio of sauce hunters. Trained, ja, naja. Oh. Ja gut, okay, es ist nicht unsere Mission. We can't in good conscience take on a task so far removed from our current mission. Was sagst du dazu, Lux? Come now, Alistair. We could use Medora's experience to all of Cyseal's advantage. And what she asks of us is well in line with our work as source hunters. By the demon's tomb, I never thought I'd live to see a sauce hunter dismiss an eager comrade. That's what they teach you about loyalty at Academy West, is it? Well, you're lucky we Northies have a certain expression. Better to do right the second time than never at all. So if you change your mind about joining forces... Ah, okay. Kann man also doch noch darauf zurückkommen. Gott sei Dank. Scheinbar. Oh, guck mal, eine Katze. Was? Ein Katzentier. Oh, Katzentier. Was sagt die Katze? Miau. Do I seem like the sort who concerns myself with Unsinkbarer Sam. Könnt mich gerne hinter die I Ohren am kratzen. Unsinkable Sam.
At least that's what they call me around here. Used to be a ship's cat, but the clipper I was on sank, and I was the only one to wrestle himself free from the waves. The people here were kind and took me in. Been the king crab's foremost patron ever since. So I was. What friends I had. They drowned alongside the rats I used to hunt in the galley. And there I was, all alone. Oh. Not that I have it bad here, mind you. I've milk and fish aplenty. Most folks will pet me kindly, and when one of the village girls holds me tight against her ample bosom, I purr up a storm. But I do long for a companion of my own kind. And in that regard, there is no one like Maxine. Maxine. A magnificent ship she was. Used to belong to a pirate, I was told. Unlike me, she didn't prove to be unsinkable, though. We hit the cliffs right neath the lighthouse. Not very apt a name for that building, I must say, for no light was shining from it. Okay. The moment I hit the water, I writhed around like I would on a hot tin roof. By some miracle, I managed to reach the beach, covered in kelp and smelling worse than a fish's funeral parlor. But I was alive, and that was more than anybody else could say. Ja, was Maxine angeht. Stimmt, wir hatten noch schon eine Katze. The mayor's Bürgermeister. darling pet. So gentle, so fair a feline. The grace of her whiskers, the subtle palette of dyes in her sable coat. She's one of a kind, that cat. Ich glaube, gleich kriegen wir eine Quest von dem Kater. Vielleicht. Mach mal. She likes me. I know she does. But when I declare my love, she backs away. I don't know why. I have serenaded her and braved many a bucket of water for my efforts. But for some reason, she is not to be swayed. Oder nicht. Sagen wir noch was anderes, aber ich glaube, dann waren wir wieder am Anfang. By all means. Oh nee. Was sagt der Sam Carter zu den Untoten? People make a fuss about them because they endanger the lands around the city. They never bother me when I'm out for my monthly walk, though. But still, I do detest them. I mean, they're so unnatural, aren't they? Cats can have 9 lives, but humans are only entitled to 1. Das ist ja so konservativ. Ne, ich glaube aber, die Katze hat schon hier mindestens 8 Leben aufgebraut, dass sie durchs Meer gepaddelt ist. Ja, oder ja, vielleicht hat der Kater ja dabei seine 8 von 9 Leben aufgebaut. Meine ich schon. Achso, ups. Und Don't mention orcs to me. Worse than dogs, that lot. Sank Walrus Willie's boat right from under him. Best anchovy fisher in the world he was. A loss to us all. Walrus Willi. Ein Sardellenfischer. Ja. Okay. Tagebuch, Eintrag hinzugefügt. Katzenliebe. Ja, hier so. Okay, cool. Cat love. So you're just hanging around the inn, are you? Waiting for what, exactly? Oh, thank you to leave me be. Hier steht noch einer rum. What have we here? A source hunter, is it? Well, my day just became rather more stimulating. Oh, stand still then, if you don't mind. I want to take a good long look at the so-called savior of Cyseal. The says of Cyseal. Tall as an elf, strong as an orc, but your face, quite classical, isn't it? Statuesque, some might say. Yes, smooth and sturdy as marble, yet fine as a chisel's edge. Das war mit dem Geschnulz aufhören. And my word, what passion burns from your eyes. Please forgive my being forward, but I dare say, can it be?
Well, you're exactly the person I've been searching for. That I have. For nearly a lifetime, it seems. Well, I'm sure you must know what I mean. Like existence itself lacked a significant component? Like if you could only fill a certain void, could connect with the right body, the right spirit. Together you could uncover new and thrilling vistas. Entweder will sie für irgendeine Unternehmung Werbung machen, oder sie macht mich an. Aber Ich glaube, sie mag dich. ich nicht. Ich glaube, sie will für eine Unternehmung Werbung machen. I believe I have found that component, that body, that spirit within you, Source Hunter. Come, if ever we are to be united, we must truly entwine our fates. We must link our causes forevermore. Yes, you must join the Fabulous Five right away, as soon as time permits. Together Yep, as a clever. team, we'll explore the boundless realm before us. We'll uncover fate, inch by inch. Abgewonnen. Whatever happened to that troop of eager Und Alistair ist genauso Sorry, ein Typ I've wie. run out of signed handkerchiefs. An Alistair keyring, maybe. In any case, make it quick. You're not the only fan who wants some of my... Those nasty beasts are hardly worth my time. Though I suppose I'll step in if none of the recruits manage to prove adept enough to... Ich mag ihn nicht. Nach den frage ich auch nicht weiter. Pointless chatter with strangers does so thrill me. How did you know? Please continue interrupting my drink if you... How curious of you to show interest in a lonesome stranger at the bar. Let me answer by saying that who I am is hardly any of your... Sehr schön. Also entweder, wenn schon irgendwas bei den Fab Five unterschreiben, dann entweder bei dieser Anna oder bei ihm. Zimbladorix! That! Ha! Quite under my spell, aren't you? Yes, my enfriending charm never fails. Me? You mean you don't recognize me? Well, you must live under a very large, very heavy rock, for I'm the finest wizard in Rivellon. Ui. Yes, that is strange. Strange indeed. But it's a strange world we live in, isn't it? A strange and magical world, full of wonders and regionis regentum. Oh, you'll find out. You'll find out indeed. If I'm as good as they say I am. You'll have sprouted a pair of long purple ears in the next hour. Ah, how I do love a tasty aubergine in summertime. Ich glaube, er hatte zu viel Aubergine. Oh, my good man. Ja. A drink, if you please. Please do keep shouting in my ear. Dezent zu viel Aubergine. Come now, Alistair. Ganz kleines bisschen. Francis, wer bist denn du? Greetings, traveler. And may the Immaculate Conduit's myriad blessings comfort and cradle you. Tell me, have you yet heard the revelation? Ich habe heute echt ein Talent, an Spinner zu geraten. Also an Stumpfspinner. Aber es gibt ja Spinner und Spinner. Und wer spinnt, erkennt Zusammenhänge. Aber es gibt auch Spinner. Und wir erkennen keine Zusammenhänge. Ich glaube, heute ist wieder so ein... Heute ist Mittwoch. Stimmt. Heute ist Mittwoch. Kann ja nur sowas bei rauskommen. You mean you haven't heard? Oh, what fortune that I may share the goddess's salvation with one who has, as yet, been lost. Steel yourself, friend, for your mortal spirit could be forever transformed from this moment forth. The conduit, our link to the goddess herself, has given us a special gift, and the gift is thus. By following her instructions and becoming initiated into the one way, we can each of us live on for a span greater than the number of stars that twinkle within the goddess's right eye. Ah, for this hallowed information, you must seek an immaculate chapel. Go north, friend.
through the forest and into the town of Silverglen, where all may be revealed. There, among her followers and friends, dwells the goddess's ecstasy, her one way. Go on the path to the righteous, my friend. Forget not that the conduit has great plans for you. Ich bin dann weg. So, wir haben den nächsten Spinner. Oh, stimmt. Ich glaube, das war für diese Folge erstmal genug Spinnerei. Deshalb mache ich einen auf den hier. Ich bedanke mich bei YouTube fürs Zusehen und bei Lux fürs Mitspielen, dass du mich auf dem Weg der Spinnereien begleitet hast heute. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Und Männchen, da muss hin. Tschüss und Schluss. Tschüss.